Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Spielwarenmesse und bin am Stand von OpenBricks Source und zeige hier jetzt mal ein paar Neuheiten, Klemmbausteine, Schule der magischen Tiere. Neuheiten ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig, weil sie eigentlich letztes Jahr schon mal zu sehen waren als Prototypen. Und ich begrüße jetzt Herrn Dr. Stefan Reisner von OpenBricks Source, der Geschäftsführer. Warum hat sich das verzögert? Warum hat sich das verzögert? Wir hatten den Anspruch, dass die Sets den Charakteren aus den Filmen so sehr ähneln, wie das mit Klemmbausteinen eben nur möglich ist. Und das ist ein Prozess gewesen, der einfach Zeit gebraucht hat, aber der sich dann auch gelohnt hat, weil wir wirklich in der Detailtreue und in der Ähnlichkeit zu den Charakteren, seien es die menschlichen Schauspieler, seien es die Tiere, so weit gekommen sind, wie es eben nur möglich war. Wir haben auf Details in der Kleidung der Figuren geachtet, auf die Gesichtsausdrücke, die den Schauspielern entsprechen sollen. Das ist also ein ganz langer Prozess gewesen und ich glaube, wer die Sets und die Modelle, die wir da entwickelt haben, ansieht, der wird das sofort sehen. Das ist wirklich eine wunderschöne Umsetzung des Themas. Wir haben, wie wir das bei OpenBricks immer machen, darauf geachtet, dass möglichst viel Prints dabei sind und Sticker, soweit es eben geht, vermieden wurden bei den ersten 4 Sets dieser Serie. Wir bringen tatsächlich zum Start jetzt raus einmal das Klassenzimmer, das magische Klassenzimmer, das ja ein Hauptbestandteil und auch eine Hauptlocation des Films ist. Dann haben wir den Bus des Zoohändlers Mr. Morrison, den wir auch als Minifigur sehr ähnlich dem realen Charakter gemacht haben. Auf dem Bus, müssen wir zugeben, haben wir dann doch mal einen Sticker gebrauchen müssen für die große Seitenflächenverzierung des Busses, die dann auch mit der im Film sehr übereinstimmt. Und ja, dann haben wir uns 2 Tiere schon rausgegriffen. Die machen den Start jetzt zum Produktlaunch. Das ist einmal der Rabatt, der Fuchs. Ist ja das Tier von Ida im Film. Und wir haben daneben dann noch den Pinguin Yuri, der ja zum Jo gehört, als Gegenstück sozusagen. Ja, die Fans können sich auf eine ganze Reihe weiterer Sets zum Herbst freuen. Da werden wir die Wintersteinschule als ein richtig großes Set mit 2500 Teilen am Start haben. Da sind dann alle Figuren und Charaktere, die eigentlich relevant sind im Film, sind mit dabei. Die wird von der Front her der Filmschule 100% entsprechen, also eine Art Burg- oder Schlosscharakter haben. Und auf der Rückseite haben wir da tatsächlich das im Puppenhausstil gestaltet, damit es auch kindgerecht ist und einfach richtig gut bespielt werden kann. Darüber hinaus werden wir noch weitere Tiere haben. Der Rick, das Krokodil, ist geplant. Ein sehr schönes Set mit auch über 1000 Parts. Und lasst euch überraschen, wir kommen noch eine Reihe weiterer sehr spannender Sets hinzu. Gut, dann haben wir da drüben ganz andere Sachen. Fußballstadion, ein richtig großes. Bauen Sie jetzt auch Stadien? Ja, das haben wir mal als einen Hingucker für unseren Messestand entwickelt aus 6.500 Bausteinen. Die Fußballfans werden es unschwer erkennen. Das ist das Stade Velodrome von Olympique Marseille in Frankreich. Mit sehr viel Liebe zum Detail auch wieder und ja, wo wir einfach mal zeigen, was mit Klemmbausteinen alles möglich ist und womit wir auch hinweisen wollen auf unsere Möglichkeit für den Kunden, egal was er im Auge hat, in Klemmbaustein-Setform umzusetzen. Das können Fahrzeuge sein, Gebäude, Maschinen, Maskottchen, ist alles mit OpenBricks möglich. Also hier ein großes, dann kleine Stadien, jetzt einfach mal so. Genau, im Nano-Maßstab, genau, dass man einfach sieht, der Kunde am Ende entscheidet, auch nach Budget und nach Geschmack, in welcher Ausführung er solche Sets haben möchte. Also das gibt es jetzt beides oder alle 3 nicht zu kaufen, sind einfach nur mal Richtig. Zur Gaudi für die Messe gebaut worden. Genau. Und das gab es auch nicht zum Kaufen, glaube ich? Ja, das haben wir für einen Kunden tatsächlich entwickelt. Einen Kunden aus der Logistik, das ist die Firma Heppner, so ein großer Spediteur in Frankreich. Der hatte Lust, seinen Mitarbeitern und Kunden zu Weihnachten mal einen persönlichen Gruß zu schicken. Und er hatte die Idee, einen kleinen Gabelstapler mit Minifiguren im Heppner-Look mit einer Palette und einem Weihnachtsgeschenk dabei anzubieten sozusagen. Ja, und wenn wir den Deckel hier mal öffnen, dann sehen wir, dass hier unter dem Deckel sich 24 Kalendertürchen verstecken und hinter jeder der Tür haben wir ein paar Bausteine versteckt, sodass Tag für Tag das Set eben komplett wird, bis am Ende des Tages die ganze Szenerie am Weihnachtstag eben dann
abgeschlossen ist. Das heißt, Sie bieten solche Sets für Firmen an, die sowas als Werbegeschenk machen wollen. Ganz genau. Ab welcher Stückzahl macht man denn das? Das dann macht man ab einer Stückzahl von 1000 Sets. Das heißt, Da also, wenn wird's- ich jetzt sagen würde, ich brauche 1000 Sets für meine YouTube-Zuschauer, könnte ich das auch Das machen. können wir Aber machen. Ich glaube, das kann Können ich wir vergessen. machen. Gut, das Aber ist möglich wär's. Das ist jetzt hier Neuheiten oder mal ein Beispiel für diese Werbegeschenke, die Sie bauen oder für Werbemodelle. Aber dann haben Sie hier auch ganz was Neues stehen, haben Sie vorher schon angedeutet, eine Eisenbahn, eine Modelleisenbahn in ganz kleinem Maßstab und eine City. Und das, glaube ich, wird mir jetzt dann ein Kollege von Ihnen erzählen. Genau, da gebe ich das Mikro einfach mal, da kann der Simon Tomaschke Ihnen das gerne erläutern. Nach einer kurzen Mikrofonumbaupause habe ich jetzt den Simon Tomaschke hier, der mir dann diese neue Eisenbahn zeigt. Micro-Train-System heißt das Ganze. Genau, das ist jetzt ein Prototyp und das Ganze funktioniert magnetisch. Ich kann mit einem Controller, jetzt mit diesem hier, die Bahn steuern. Und das Ganze wird nicht nur mit Fernbedienung funktionieren, sondern auch mit einer App. Und in dieser App kann ich mit einem Programmierbaukastensystem auch steuern, wann die Bahn an der Station hält. Ich kann sie beschleunigen, ich kann sogar Soundeffekte einfügen für verschiedene Bahntypen oder einen LKW. Das gleiche funktioniert ja auch als Straße. Heißt, ich habe jetzt eine Eisenbahn im 1 Noppenbreitensystem, Genau, also 8 mm Breite. während wir bei Lego die klassische mit 6 oder 8 Noppen Breite haben und bei Bluebricks und so weiter haben wir jetzt hier mit einer Noppe als Breite. Das Ganze kann man sich schon erahnen, Sie haben schon gesagt, mit Magneten. Dann unter den Fahrzeugen werden Magnete sein und das wird dann irgendwann im Laufe des Jahres oder nächsten Jahres auf den Markt kommen. Genau. Und das wird in eine Stadt mit integriert oder ein Stadtsystem. Also viele Leute haben ja schon Microscale oder Architecture Sets und bauen die auf als Display-Set, stellen die sich in die Vitrine. Irgendwann ist der Platz halt voll. Und dieses Set ermöglicht quasi erstmalig einen sehr hohen Detailgrad auf diesem kleinen Maßstab. Also ein Detailgrad, der auch Ampeln, also auch Laternen und viele andere kleine Details, auch kleine Drucke wie Feuerwehr, Taxi, ermöglicht in so einem kleinen Maßstab, aber auch lebendig bauen zu können. Das heißt, ich kann verschiedene Sets kombinieren und dann auf Tischgröße daraus meine eigene Microscale City bauen. Und damit wird das Ganze dann zum kreativen Projekt. Und das ist im Prinzip ein Teilespender. Das heißt, wenn ich meine Stadt erweitern möchte, kann ich mir das halt einfach nochmal holen, kann die Straßen erweitern, kann die Zuglinie erweitern, kann die Parkanlagen vergrößern. Und das heißt jetzt City Designer als Idee Genau, und das wird ist- dann eingebettet später mal in das Micro-Train-System. Genau, also geplant ist als nächstes eine Art Baseplate, die ich modular aufbauen kann. Das heißt, ich kann entscheiden, möchte ich lieber dort einen Kanal haben. Das ist alles flexibel, wie man es halt braucht. Oder möchte ich einen See, einen Hügel. Das ist halt alles mit dabei. Und dann sieht man hier schon die Stadt, die Eisenbahn, Genau. die dann hier als Anlage aufgebaut ist. Das Ganze läuft über einen Motor und wahrscheinlich dann über eine Kette, die dann diese Magneten transportiert. Irgendso wird es funktionieren. Gut, dann bedanke ich mich hier beim sehr gerne. Simon Tomaschke von Bluebricks, von OpenBricks Source. Der Tag ist lang, ne? Ja, tageslang und ich wünsche hier noch einen schönen Messeverlauf. Ja, ebenso. Und Vielen Dank. gutes Durchhaltevermögen. Ciao. Servus.